Hallo und herzlich willkommen zum 145. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Heute ist hier unten an dieser Stelle richtig viel zu tun. Hier werden wir dieses kleine Pumpwerk heute errichten. Wir müssen heute die Gleise machen, den Gleisunterbau, die Höhe dementsprechend anpassen. Es wird viel Begrünung dazukommen, Beleuchtung muss gemacht werden. Also heute ist richtig viel zu tun. Ach, einen Prellbock müssen wir auch noch bauen. Ja, das alles seht ihr gleich, aber als erstes fange ich jetzt an und zeige euch einmal das Pumpwerk, wie ich das gebaut habe. Hier sind wir schon beim alten und verkommenen Pumpenhäuschen. Ja, ich habe das in so vielen alten verrotteten Farben dargestellt. Ich zeige euch mal von jeder Seite so ein bisschen. Hier haben wir noch ein Fallrohr, das wird nach unten hin dann noch ergänzt. Hier haben wir dann ein Geländer gemacht, dann die Treppe dementsprechend. Hier können wir schon mal kurz reingucken, das zeige ich euch gleich noch genauer. Eine Tür, die natürlich funktioniert, und von hinten einmal die Geschichte ein bisschen mit Grün versehen, damit wir das Kabel ein bisschen verstecken können. Aber so können wir das auf jeden Fall erstmal lassen. Ja, wie gesagt, hier noch ein Kläppchen. Finde ich gar nicht ganz so schlecht. Ja, so, jetzt gucken wir doch einfach mal rein. Ich nehme mal das Dach ab, das kann ich einfach so zur Seite legen. Hier haben wir schon die Lightsticks-Beleuchtung und wir schauen mal rein. Da sind ein paar Rohre, ein paar Absperrhähne, ein Computer ist da und auch nicht wirklich viel mehr. Ich weiß gar nicht, ob man es auch hier durchsehen kann. Auch das geht eigentlich ja auch ganz gut. Naja, dementsprechend. Aber wie gesagt, nicht viel drin und wir wollen ja auch keinen großen Fluss irgendwie umpumpen, sondern nur ein kleines Bächlein. Und dafür reicht dieses Ding absolut vollkommen aus. Und das bauen wir jetzt da hinten mal in die Ecke ein und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt habe ich soweit erstmal das Pumpenhäuschen hier hingesetzt. Ihr seht, es steht auch so ein bisschen erhöht, nochmal auf so einem kleinen, ja, ganz leichten Hügel. Hier kann man es ganz gut sehen. Es sind noch ein paar Noppen da hinten zu belegen. Da mache ich mich auf jeden Fall gleich noch dran. Aber ich denke, das sieht erstmal so richtig stark aus. Ja, Bäume kommen natürlich auch heute noch hin. Aber was ich als erstes machen muss, und das ist erstmal ganz wichtig, ist hier diesen ganzen Schienenstrang bearbeiten. Das heißt, Unterbau machen, die Höhe anpassen, denn wir sind hier insgesamt auf 3 Brick Höhe und hier will ich so ein bisschen flacher gehen. Vielleicht schaffen wir es hier hinten auf 2 Brick Höhe oder vielleicht auf 1 Brick Höhe, so wie es jetzt ist. Wäre eine tolle Sache, muss ich mal sehen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Gleise. So, an dieser Stelle habe ich jetzt erstmal den Unterbau für diese 4 Schienen fertig gemacht, habe das mit der Höhe soweit angepasst. Es ist wie immer super stabil, auf jeden Fall. So können wir das lassen. Aber hier hinten fehlt ja noch was am Gleisende. Hier nehme ich euch mal mit in ein kleines Speedbild, was den Prellbock angeht. Ja, wir brauchen ja noch einen auf unserem Abstellgleis. Habe ich bekommen vom Dietmar vom Kanal Steinezeit. Lässt sich wirklich klasse bauen und ich denke, der macht da hinten auch was her. Vielen lieben Dank nochmal, Dietmar. Ja, das sieht doch gut aus. Der Prellbock ist drin und er sieht klasse aus. Jetzt werde ich mich hier weiter an die Begrünung dran machen. Da fehlt ja noch einiges. Da müssen wir auch drumherum richtig gut gestalten. Und ein kleiner Fußweg soll natürlich hier auch aus dem Gebäude rauskommen und dann hier über die Gleise gehen. Wie ihr seht, bin ich an dieser Stelle schon mit der Begrünung komplett fertig geworden. Die Laterne ist eingefügt. Dieser kleine Fußweg ist hier fertig gemacht. Ich versuche es mal von oben zu zeigen, vielleicht ein bisschen besser. Der Übergang über die Gleise, ja, ist auch soweit fertig. Hier nur kurz angedeutet, da machen wir ja irgendwann mal weiter. Aber ich möchte mich gerne nochmal an den Puffer dran machen. Der gefällt mir noch nicht ganz so gut. Das mache ich jetzt auch noch eben. Und danach kommen die Bäume. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Den Prellbock habe ich jetzt hier ein bisschen abgeändert. Und zwar ist es bei dem Original so, dass hier diese Doppel-C-Klemms sind an der Stelle. Die habe ich durch eine einfache ersetzt, denn es ist nicht nötig. Die würde sonst hier in der Luft stehen. Und ich habe hier vorne die, ja, ich sag mal, die Puffer ein bisschen breiter gemacht und nach außen gesetzt. Es passt wirklich besser, wenn die Lok davor steht. Deshalb tauschen wir den jetzt auf jeden Fall und schauen uns das mal an, wie das aussieht, wenn die Lok jetzt mal davor steht. Und das passt mit den Puffern definitiv besser meiner Meinung nach, als wenn dieses kleine Teil hier vorsteht. Ja, die Sache mit dem Prellbock war ja klar, der eine musste weg und der andere wird eingefügt, und zwar der mit den größeren Puffern vorne. Links vom Pumpwerk entsteht ein neuer Baum und rechts vom Pumpwerk entsteht ein neuer Baum. Dann werde ich unterhalb dieses Baumes eine kleine Tonne hinsetzen mit einer Schaufel und einem Besen.
Und ein Wartungsmitarbeiter, der darf natürlich auch nicht fehlen, den setzen wir auch mit dabei. Ja, und ich glaube, das Gesamtbild sieht richtig klasse aus. Hier nochmal ein weiterer Baum, der gleich entstehen wird. Und ich glaube, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von verschiedenen Seiten mal so ein bisschen an. Also mir gefällt das richtig klasse mittlerweile. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Und da wollen wir ja auch alle hin. Und das Ganze ganz kurz noch einmal als Vorher-Nachher-Bild. Einmal vorher und einmal nachher. Ja. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe ja heute hier auch eine neue Baseplate eingefügt. Das machen wir in der nächsten Runde auch und wir machen da die Weiche fertig und diesen ganzen Bereich mit dem Grün und der Weiche soll dann fertiggestellt werden. Das ist das Ziel für die nächste Runde. Also, bis dahin. Tschüss.